Hallo ihr Lieben, heute machen wir diese tolle Giotto-Torte. Sie ist genau das Richtige für alle Haselnussliebhaber und passt zu jedem Anlass. Und dafür brauchen wir 27 Giottos für die Füllung und 13 Giottos für die Dekoration, 600 Gramm kalte Schlagsahne, 150 Gramm weiße Kuvertüre, 4 Esslöffel Nuss-Nougat-Creme und wenn euch unser Rezept gefällt, freuen wir uns über eure kostenlose Unterstützung mit einem Abonnement. 250 Gramm Mascarpone, 250 Gramm Magerquark, 32 Gramm Sahnesteif, 16 Gramm Vanillezucker und ein Biskuitboden 20 cm, den habe ich gestern schon gebacken. Mein Rezept dazu verlinke ich euch jetzt rechts oben und unten in der Infobox und geteilt habe ich ihn auch schon. Für die Deko 3 Esslöffel gehackte Haselnüsse und 50 Gramm weiße Kuvertüre und 1 Esslöffel Nuss-Nougat-Creme. Zuerst schmelze ich die weiße Kuvertüre im Wasserbad und rühre dann die Nuss-Nougat-Creme ein. Die Zutaten und weitere Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Sobald es sich miteinander verbunden hat, lasse ich die Creme abkühlen. In meinem hohen Behälter schlage ich die Sahne kurz an. Und dann gebe ich den Sahnefestiger dazu und schlage die Sahne weiter, bis sie fest geworden ist. In meinen vorbereiteten Spritzbeutel mit Sterntülle fülle ich 4 Esslöffel von der Sahne hinein und stelle beides danach in den Kühlschrank. Nun gebe ich die Mascarpone in eine große Schüssel und verrühre sie für ca. 30 Sekunden. Danach füge ich den Quark und den Vanillezucker hinzu und vermische alles. Nun gebe ich die inzwischen abgekühlte Schokocreme hinzu. Sobald sich alles vermengt hat, rühre ich die Schlagsahne auf zweimal ein und dies tue ich auf niedriger Stufe. Und noch ein Tipp: Für weitere leckere Rezepte von uns schaut gerne in unserer Playlist vorbei. Diese verlinken wir euch jetzt rechts oben und unten in der Videobeschreibung. Die Giottos zerdrücke ich jetzt mit einer Gabel. Und füge sie jetzt zu meiner Creme hinzu. Jetzt starte ich mit dem Schichten der Torte. Um den ersten Boden gebe ich einen Tortenring. Ihr könnt hier aber auch die Springform vom Backen verwenden. Nun fülle ich die Creme ein und verstreiche sie.
Dasselbe wiederhole ich dann mit den nächsten beiden Böden. Optional: Statt der gehackten Giottos in der Füllung könnt ihr auch gehackte Haselnüsse in die Creme geben oder die Böden mit gemahlenen Nüssen backen. Beim Verstreichen der Creme achte ich darauf, dass ich überall ungefähr dieselbe Menge davon benutze, weil sonst wird die Torte am Ende nicht gleich hoch. Hierbei ist der Tortenring eine sehr gute Orientierungshilfe. Nun muss die Torte abgedeckt für mindestens 4 Stunden bei mir über Nacht in den Kühlschrank. Und nun löse ich den Tortenring. Und wenn es etwas klebt, nehme ich ein Messer oder eine Winkelpalette zum Lösen zur Hilfe. Die restliche Creme habe ich etwas früher aus dem Kühlschrank genommen, damit ich sie leichter verstreichen kann. Und mit Hilfe einer Teigkarte streiche ich nun die Seiten ein. Und noch ein Tipp: Wer glatte Seiten und eine glatte Oberfläche haben möchte, der kann etwas von der Creme zur Seite nehmen, bevor ihr die zerdrückten Giottos hinzugibt und die Creme dann zum Einstreichen benutzen. Und nun starte ich mit der Deko. Zuerst verteile ich wieder mit Hilfe einer Teigkarte die Haselnüsse ca. 2 cm hoch am unteren Rand. Und hier habe ich 50 Gramm weiße Kuvertüre, genauso wie am Anfang schon mal gemacht, im Wasserbad geschmolzen und danach 1 Esslöffel Nuss-Nougat-Creme eingerührt. Die Creme für den Drip sollte noch lauwarm sein, sonst fließt der Drip nämlich nicht richtig. Die restliche Kuvertüre vom Drip verteile ich nur am oberen Rand und verstreiche diese. Da die Schokolade ziemlich fest wird, verteile ich sie nicht auf der ganzen Oberfläche. Wer das machen will, dem empfehle ich eine Ganache, also mit Sahne mischen. Nun dekoriere ich die Torte mit den schönen Sahnetupfern und gebe die Giottos hinzu. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abonnement. Bis zum nächsten Video.